Leute, mein Name ist Markus und ich begrüße euch hier zum neuen Video von mir. Ich befinde mich heute im Gleisvorfeld hier von Hannover Hauptbahnhof auf der Westseite und stehe hier an unserer Baureihe 218 Lok. Ich bin heute für die Lok verantwortlich, ich habe Bereitschaft und muss dafür sorgen, dass die Lok 8 Stunden einsatzbereit ist und werde gleich mal eine Bewegungsfahrt machen, auf die ich euch mitnehme. Ja, dazu wünsche ich euch viel Spaß und bleibt dran, es wird noch interessant. Bis dann, ciao.
möchte euch gleich mal was erzählen. Wir befinden uns ja jetzt hier in dem Bahnhof Hainholz. Das ist der ehemalige Hauptgüterbahnhof von Hannover. Hier wurden zu früheren Zeiten über 200 Güterwagen täglich umgeschlagen mit Stückgut. Das waren noch Wagen, in denen einfach Paletten standen mit allen möglichen Sachen des täglichen Bedarfs. Die wurden hier mit Güterzügen angeliefert, wurden dann in einer großen Halle ausgeladen und in Hannover verteilt. Ja, das findet heute alles nicht mehr statt. Das läuft alles über LKWs. Ich habe hier selber noch rangiert früher mit der Baureihe 360. Ja, wir sehen jetzt hier heute auf der rechten Seite die Fernverkehrsabstellung Hannover-Hainholz und auf der linken Seite ist die S-Bahn Hannover stationiert. Die hat ein großes Depot. Ja, und wir fahren jetzt mal weiter raus aus Hannover und machen eine kleine Runde über die Ahlemer Kurve. Dann geht es auf die Güterbahn und dann schauen wir mal weiter, wo wir da ankommen. Ich benutze jetzt hier gleich die H-Bremse, wie ihr sehen werdet. Und dazu wollte ich mal zwei Wörter verlieren. H steht ja für hydrodynamisch. Das ist eine Bremse, in der ein Schaufelrad, das von den Rädern angetrieben wird, gegenüber einem feststehenden Schaufelrad steht. Das ist in einem Gehäuse verbaut und in dieses Gehäuse wird einfach Öl einlaufen lassen und durch den Widerstand, den die Verwirbelung auslöst, entsteht halt diese sehr starke Bremsleistung. Dabei entsteht hohe Abwärme. Und diese Abwärme wird sofort abtransportiert. Das hört man auch daran, dass der Motor hier hochdreht. Einfach höhere Motordrehzahl, höherer Kühlwasserfluss. Damit soll dann halt gewährleistet werden, dass das Öl relativ schnell abkühlt. Wenn man die H-Bremse sehr stark benutzt, heizt sich das Öl auf bis zu 120 Grad auf, kühlt aber dementsprechend auch schnell wieder ab. Ja, die Bremse ist verschleißfrei und wird gerne benutzt. Kleiner Nachteil ist, dass sie nur bis 45 km/h benutzbar ist. Deswegen bremse ich hier den Rest auch mit der Zusatzbremse. Wir stehen hier am Abzweig Kurve. Da geht es zur Ahlemer Kurve und dann auf die Güterbahn. Und auf der Güterbahn ist immer viel los. Deswegen warten wir hier, bis wir da einen Slot finden, in dem wir uns da einfädeln können. Das wird wohl gleich weitergehen. Und Halt erwarten.
übrigens gerade eine erste Version des Videos meiner Freundin gezeigt und die sagte ganz unvermittelt, sag mal, wieso lenkst du da eigentlich die ganze Zeit? Die Strecke ist doch völlig gerade. Und dabei fiel mir auf, dass es vielleicht auch von euch Leute gibt, die gar nicht wissen, was dieses Rad eigentlich da zu bedeuten hat, an dem ich drehe. Für mich ist das irgendwie selbstverständlich und in Fleisch und Blut übergegangen. Aber ich möchte euch das kurz mal erklären. Das ist also kein Lenkrad. Zum Glück müssen wir Lokführer ja nicht lenken. Ich glaube, sonst würde ich den Job nicht machen, weil die Schiene ist ja nur 2,5 Zentimeter breit oder 4 Zentimeter. Und das wäre ganz schön stressig, wenn wir da immer versuchen müssten, drauf zu bleiben. Nein, wir sind spurgeführte Fahrzeuge. Dadurch ist ein Lenken nicht notwendig. Der Fahrweg wird von einem Fahrdienstleiter eingestellt. Da muss ich mich also auch nicht drum kümmern. Dieses Rad, was ihr da seht, was ich da bewege, das ist nichts anderes als ein Fahrschalter-Handrad. So heißt es offiziell. Ich mache damit nichts weiter als die Drehzahl des Motors zu regulieren. Die Fahrstufe 1 und 2 ist nochmal was anderes. Bei Fahrstufe 1 wird der Wandler, also das Getriebe, halb voll mit Öl gefüllt und in Fahrstufe 2 wird es komplett mit Öl gefüllt. Und ab Fahrstufe 3 erhöht sich dann die Drehzahl bis zur Fahrstufe 15. Da habe ich dann die Volllast. Ja, und das ist das ganze Geheimnis. In der Mitte des Fahrschalters ist bei jeder Diesellok noch so ein Knopf, den seht ihr da, der ist so silbrig. Ah, jetzt ist er weg. Das ist der Notaus. Wenn ich da drauf haue, dann wird das Getriebe sofort entleert und die Drehzahl fällt schlagartig ab. Aber ja, also auch für alle anderen, die das nicht wussten, ich denke mal, die meisten meiner Kanalabonnenten wissen, was das ist. Nun weiß es der ganze Rest auch und wir haben alle mal wieder was gelernt. Wir stehen hier schon wieder auf der Güterbahn. Allerdings ist das eher die Regel anstatt eine Ausnahme, denn diese Güterbahn zwischen Seelze, Hannover-Linden und Lehrte ist eine der meistbefahrenen Strecken in Deutschland. Man glaubt es kaum. Über 500 Züge fahren hier täglich, unglaublich. Hier ist praktisch rund um die Uhr Zugbetrieb. Jeder Block ist hier von einem Zug besetzt und es schiebt sich hier wie so eine Perlenkette nach und nach immer weiter. Ja, jetzt haben wir wieder einen Block weiter Signal, aber ihr habt gesehen, das nächste Signal ist auch schon wieder Halt. Ja, das ist hier so üblich, das zieht sich hier nach und nach dann immer weiter. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Tja, ja, der Scheibenwischer auf der 218, das ist so eine Wissenschaft für sich. Dieser Scheibenwischer ist schon so eine kleine Diva, der nur da anhält, wo er will und der auch nur wischt, wann er will. Angetrieben wird er mit Druckluft, wie man vielleicht hören konnte noch. Und das Prinzip ist so ähnlich wie bei einer Dampflok. Also dieses Fahrgetriebe einer Dampflok ist hier so ein bisschen nachempfunden. Leider gibt es in dieser Konstellation auch immer eine sogenannte, naja, oder ich nenne es so eine Zahn-vor-Zahn-Stellung. Dann gibt man Luft auf den Scheibenwischer und es bewegt sich gar nichts, weil gerade der in so einer Stellung ist, dass sich nicht bewegt. Dazu gibt es oben an dem Scheibenwischer so eine kleine Taste, die das dann ausgleicht. Die ist zwar immer recht schwergängig, aber die setzt ihn dann letzten Endes in Gang. Aber wie gesagt, ja, er funktioniert. Sieht man nochmal, dass man als Lokführer, oder zumindest ich mache das so, dass ich immer versuche, den Scheibenwischer in der Mitte des Fahrzeugs anzuhalten. Und das ist schon so eine kleine Kunst bei dem Ding. Das sieht so einfach aus, aber das setzt auch jahrelanges Training voraus. Ja, so eine kleine Eigenart von der Lok. Man versucht halt immer die Scheibenwischer nach innen zu bekommen, aber ja, mal gucken, ob es jetzt klappt. Ja, na gut. Also wie gesagt, gelernt ist gelernt. Hier in Hannover-Linden kommen wir auch noch mal zum Halten. Wir müssen jetzt hier rüber auf die S-Bahn. Dazu kreuzen wir einige Gleise und die werden wohl noch belegt sein. Kann auch sein, dass wir hier die nächste S-Bahn abwarten. Wir lassen uns mal überraschen. Wir haben die Güterbahn verlassen und sind jetzt rübergeleitet worden auf die S-Bahn. Interessanterweise fahren wir jetzt bis Hannover auf dem Gegengleis. Für mich war das auch neu. Auf diesem Gleis bin ich auch in der Richtung auch noch nie gefahren. Ja, das ist so typisch für den Beruf des Lokführers.
Man fährt zwar jeden Tag dieselben Strecken, aber es ist doch immer wieder irgendwie etwas anderes und mal kommt man über dieses Gleis, mal über jenes, mal hat man an dem Signal eine andere Stellung. Also es ist immer irgendwie eine Abwechslung da, wenn auch das nicht so auf den ersten Blick auffällt.
Hier in Hannover Hauptbahnhof im Gleis 40 endet dann unsere Zugfahrt. Ich brauche die Lok jetzt hier nur bis hinter das Signal zu fahren, weil wir gleich einen Fahrtrichtungswechsel machen. Ich steige gleich um, gehe auf die andere Seite und dann fahren wir zur Tankstelle.
das war es auch schon mit unserer kleinen Rundreise durch Hannover. Wir sind jetzt einmal im Kreis gefahren und in Hannover habe ich einen Führerstandswechsel gemacht und bin als Rangierfahrt zur Tankstelle gefahren. Hier endet jetzt unsere Fahrt und ich tanke die Lok noch und stelle sie dann nachher ab. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr beim Tanken auch noch kurz zuschauen. Bis dann! Hier in der Tankstelle habe ich jetzt den Dieselzapfhahn angeschlossen und hier unten noch den Grenzwertgeber. Und dann scannen wir die Lok noch, damit der Betreiber auch weiß, wer hier den Diesel abzapft. Und dann beginnt auch schon der Tankvorgang. Ja, und wer jetzt denkt, ach, da könnte ich auch mal hingehen und mir ein bisschen abzapfen, da muss ich euch leider enttäuschen, das funktioniert nicht. Ich habe hier einige Sachen nicht gezeigt, die noch dazugehören, um die Tankstelle überhaupt in Gang zu bekommen. Ja, aus Sicherheitsgründen darf ich das natürlich nicht zeigen. Die Lok ist getankt und steht wieder an ihrem Platz und ich möchte mich von euch verabschieden. Sage danke fürs Zuschauen und würde mich über ein Abo freuen. Das ist ja klar, das wisst ihr. Bis zum nächsten Mal, euer Markus. Ciao.